Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus der Türkei und aus Griechenland. Diese Woche wird es weihnachtlich. Wir wandern mit euch durch die Altstadt von Izmir. Und wir fahren mit Puschel das erste Mal auf eine Fähre. All das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir nutzen unser Ausflugswochenende, um Puschel mal wieder gründlich waschen zu lassen. Unsere Klamotten hingegen nicht, da der Wäschereibetreiber pro Maschine sage und schreibe 8 € verlangt. Daraufhin ziehen wir mit unseren Wäschesäcken wieder von dannen, wundert euch also nicht, wenn wir demnächst immer die gleichen Klamotten tragen. Mitten in der Erntezeit für die leckersten Mandarinen und Orangen können wir keinen Verkaufsstand passieren, ohne zuzugreifen. In Urla finden wir einen traumhaften Schlafplatz in erster Reihe. Da wir jetzt wieder für eine Woche in Izmir stehen werden, auf einem Parkplatz, von dem man nicht wirklich gut wegkommt und wo es auch überhaupt kein Wasser gibt, kümmern wir uns natürlich jetzt nochmal darum. Und, was soll ich euch sagen, wir haben die wohl schönste Wasserstelle unserer kompletten bisherigen Reise entdeckt, mit Blick auf die Bucht. Wirklich wunderschön. Und da ist die Wasserstelle. Wir haben durch Zufall erfahren, dass in der deutsch-türkischen Schule in Izmir heute Weihnachtsmarkt ist. Und nachdem wir gehört haben, dass Deutschland im Schnee versinkt, versuchen wir dort jetzt auch mal ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Je näher wir der Schule kommen, umso mehr wundern wir uns über den Menschenauflauf und das Verkehrschaos. Wollen die alle zum Weihnachtsmarkt? Ja, wollen sie. Wir sind überwältigt und ein bisschen überfordert, finden den Basar aber sehr unterhaltsam und ein bisschen weihnachtlich wird uns auch. Mit einer Minimalausstattung an Weihnachtsdeko ziehen wir nach einer kurzen Weile weiter. Trotz zweiwöchigem Sprachkurs muss beim Lesen der Speisekarte Google Übersetzer noch assistieren. Am nächsten Tag findet der Sprachunterricht in der Altstadt Izmir statt. Die verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie die Yali-Moschee stellt meine Lehrerin Rüya auf Türkisch vor. Die Yali-Moschee, auch bekannt als Konak-Moschee, hat einen sechseckigen Grundriss und wurde 1774 fertiggestellt. Als Auftraggeberin gilt Ayşe Hanim, die Ehefrau des Statthalters von Izmir. Der Name Yali bedeutet Sommervilla am Ufer und beschreibt die Lage der Moschee mit Blick auf den Golf von Izmir. Rüyas Einladung, die Gruppe zu begleiten, nehme ich gerne an.
Bei einem Besuch Izmirs ist Smyrna ein absolutes Muss. Das antike Zentrum des heutigen Izmir wurde von den Griechen gegründet und ist eine der ältesten Siedlungen des Mittelmeerraums. Zu den Ausgrabungsstätten von Smyrna gehört die Agora, römisch für Versammlungsplatz. Die Ausgrabungen im Freilichtmuseum starteten 1933. In Smyrna lag früher der Hafen der Stadt, der im 4. Jahrhundert vor Christus den Grundstein legte für die Entwicklung zu einer der reichsten Handelsstädte Asiens. Bemerkenswert für die damalige Zeit ist das Bewässerungssystem, das einen Großteil der Anlage mit fließendem Wasser versorgte. Übrigens wurde Smyrna erst 1922 von Atatürk in Izmir umbenannt, nachdem er die Stadt im griechisch-türkischen Krieg zurückerobert hatte. Unterhalb der Agora liegt Kemaltı, das historische Markt- und Geschäftsviertel. Zentrum sind die Hisar-Moschee und die Karawanserei Kislaragazi-Hani. Die Raststation für Handelskarawanen stammt von 1745. Wo früher Kamele versorgt und kostbare Güter gelagert wurden, befinden sich heute Geschäfte und Werkstätten von Händlern und Handwerkern. Im Innenhof ist das Teehaus ideal für eine Rast. Etiok, was übersetzt ohne Fleisch bedeutet, ist das 4. vegane Restaurant, das wir besuchen. Als Tipp für unsere bayerischen Döner-Fans: Neben dieser Filiale im Stadtteil Karşıyaka betreibt das junge Start-up eine weitere Filiale in Nürnberg. Nachdem wir durch ganz Zentralasien mit 2 Ersatzkanistern unterwegs waren und sie nicht gebraucht haben, füllen wir sie jetzt auf, weil wir auf die Fähre gehen nach Griechenland und da ist es nicht erlaubt, mit gefüllten Kanistern an Bord zu gehen. Ja, während der Fahrt haben die Kanister ganz schön gelitten. Die haben hier schon tierische Druckstellen und fangen auch schon an zu rosten. Insofern werden wir die vermutlich auch bald entsorgen müssen. Nach 2 Wochen in Izmir machen wir uns heute auf den Weg zurück in die EU. Wir werden jetzt gleich nach Çeşme fahren und dort auf die Fähre gehen. Das erste Mal mit Puschel. Wir sind sehr gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, wie das wohl so klappt. Und werden dann auf die Insel Chios übersetzen und dort 2 Tage verbringen. Hoffen, dass das Wetter etwas besser wird als im Moment, denn hier in Izmir hatten wir extrem viel Regen und ein bisschen Sonne zum Wochenende wäre natürlich ganz schön. Wir melden uns wieder von der Insel.
In Čežme müssen wir trotz Online-Buchung zunächst ein Papierticket abholen, um dann auf der anderen Straßenseite einzuchecken. Nach der Passkontrolle wundern wir uns, dass ein Mitarbeiter uns den Weg zur Fähre zeigen will, die doch gut sichtbar im Hafen liegt. Erst im letzten Moment verstehen wir, dass man uns auf dieser Fähre erwartet. Angesichts des Auffahrwinkels der Rampe ist uns völlig unklar, wie wir ohne aufzusetzen auf das Schiff gelangen sollen, bis die Fährbesatzung loslegt und uns mit Hilfe von Holzplanken, Seilen und der hydraulischen Laderampel auf die Fähre bugsiert. Zum ersten Mal machen diese Männer das sicher nicht. Nachdem wir ablegen, genießen wir die einstündige Fahrt in Richtung Chios, nicht ahnend, dass das Herunterfahren ein noch größeres Abenteuer wird. Drei Männer an Land und einer an Bord sorgen trotz Seegang dafür, dass Puschel sicher auf die Insel kommt. Wir freuen uns auf 2 Tage Entspannung auf Chios zwischen unseren Fährfahrten. Die 5. größte griechische Insel empuppt sich für uns als Glückstreffer mit ihren malerischen Orten. Das war unsere Woche in der Türkei und in Griechenland. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Like da, schreibt gerne ein paar Kommentare, wenn ihr Fragen habt und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Wir gehen auf die Fähre, fahren weiter und freuen uns auf euch am kommenden Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.